Hallo Leute, guten Morgen hier vom Oberaar-Gletscher in der Schweiz am Grimselpass. Herzlich willkommen zur Schweizer Hammertour Teil 2. Und los geht's über die Grimsler Panoramastraße zum Grimselpass und Abfahrt nach Gletsch. Dann fahren wir auf den Furka-Pass, auch genannt James-Bond-Straße. Warum, zeige ich euch. Dann geht's weiter zum Oberalp-Pass. Das Wetter sollte da immer schlechter werden. Dann fahren wir südlich den Lugmanier. Weiter geht's dann zum Pass der Pässe, dem alten St. Gotthard, wo wir die Tremola mit ihrem Kopfsteinpflaster hochfahren werden. Da setzt man Endorphine frei und da freut einen der ganze Tag und man vergisst auch den Nebel vom Vortag. Zurück fahren wir dann den Nufenen und wieder den Grimsel hoch zu unserem Hotel am Oberaar-Gletscher. Wenn euch das interessiert, bleibt da dran. Ich würde mich freuen. Es warten grandiose Landschaftsaufnahmen und Fahrtszenen auf euch. Also, viel Spaß beim Anschauen. Bevor es jetzt losgeht, hier die Karte mit der Streckenführung. Und am Ende des Videos erhaltet ihr eine kleine Zusammenfassung der Tour und da sage ich auch noch was zum Video selber. So, wir fahren jetzt los. Oberaar Gletscher. Mal da runter. Eieiei, ist das ein Schaukelung. Also da willst du nicht runterfallen, mein Lieber. Also da vorne, da wartet nichts Vernünftiges auf uns. Nach hinten ist das Wetter ja toll. Aber wir werden sehen. Wir fahren ja nachher noch Gletsch runter und ja, vielleicht wird es ja da besser. Auf jeden Fall, gestartet sind wir jetzt hier im Berghaus Oberaar. An der Panoramastraße Oberaar, wie sie richtig heißt. Zu beachten ist für alle, die mal hierher wollen, der 10-Minuten-Zyklus von der Zufahrt und von der Wegfahrt. Also ihr könnt von Grimselseite immer zur vollen Stunde fahren, 10 Minuten, und die Rückfahrt ist immer bei der halben Stunde 10 Minuten. Wird geregelt über eine Ampel und wird auch, wie die sagen, kontrolliert. Das Befahren selber ist kostenfrei, aber das haben die Schweizer natürlich wieder richtig gemacht. Es sind 10 Schweizer Franken Parkgebühr fällig, wenn ihr am Berghaus Oberaar oder unten am Parkplatz am Gletscher parken wollt. Die Trassenführung, das ist natürlich phänomenal, wirklich. Setzt aber natürlich schon voraus, dass man echt schwindelfrei ist und auch ein bisschen, ja, also dass man nicht gerade ein Neuling ist, weil erstens ist es sehr schmal. Und zum anderen, der Belag ist natürlich auch nicht der beste. Und zum dritten sind die Brüstungen wirklich sehr nieder. Also da darfst du wirklich nicht runterfallen. Definitiv nicht. Wer da nicht mit dem Motorrad fahren möchte, kann auch von Grimsel, also von der Passhöhe aus, mit der Oberaarbahn dorthin fahren. Dann hat man natürlich auch schon die Parkgebühr gespart. Aber das macht halt nicht so viel Spaß. Faszinierend. Als wir losfuhren, sah das ja echt noch besser aus. Aber ihr seht es selber. Jetzt kommt was uns den ganzen Vormittag begleiten sollte. Nieselregen, Nebel und schlechte Sicht. Wie so oft im Hochgebirge haben wir eine Hochnebellage. Das heißt, die Spitzen der Berge sind in wirklichem Nebel. Wir fahren jetzt runter nach Gletsch. Dort soll es ja auch etwas besser werden. Vielleicht kommt auch die Sonne raus. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und dann geht es weiter auf die James-Bond-Straße. Also zum Furka-Pass. Bleibt dran! Hier oben seht ihr schon das Belvedere Hotel, wo wir jetzt hinfahren. Mensch, ich bin ganz erschrocken von dem Gletscher, von dem Rhone-Gletscher, da ist wirklich kaum mehr was übrig. Letztes Jahr war das echt noch eine andere Nummer und dieses Jahr sieht man gar nichts mehr. Schlimm, schlimm. Links abbiegen in die Furka-Straße.
Hier rechts sieht man jetzt ganz gut die Passstraße vom Grimselpass runter, wo wir jetzt gerade runtergefahren sind. Hier links im Bild zu sehen ist ja bzw. war der weltbekannte Rhone-Gletscher. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts mehr. Umwelteinflüsse haben den wirklich wegschmelzen lassen. Auf dieser Aufnahme sieht man recht eindrucksvoll die Trassenführung bis zum Hotel Belvedere. Und jetzt geht's zum wohl berühmtesten aller Passhotellen, das in Schweizer Präzision hier in die Kurve gebaut wurde. Das Belvedere steht für goldene Zeiten der Schweizer Hotellerie und mit dem schwierigen Umgang der Erben damit, denn es ist seit Jahren geschlossen. 1960 raste hier noch James Bond hinter Goldfinger her, damals noch auf unbefestigten Mägen, und das ist so bekannt geworden, das Hotel, also hatte einen unglaublichen Hype und jetzt vergammelt es vor sich hin. Sowas von schade. Ja, der Volkerpass, 2429 Meter hoch, verbindet die Kantone Wallis und den Kanton Uri. Ganz wichtig, er ist die europäische Wasserscheide zwischen Mittelmeer und Nordsee. Also dieser Pass erscheint erstmalig schon zur Römerzeit. Also unglaublich lang, also im 13. Jahrhundert sind da schon Waren über diesen Gletscher und über diesen Pass transportiert worden. Das ist unfassbar. Und diese Szene vom James Bond, die ich euch eingeblendet habe, die wurden bereits 1964 dort gedreht. Irre. Also es ist einfach irre, wie lang das alles schon her ist. Also genießt einfach die Fahrt darüber. Man sieht jetzt hier in den Bergen, wie schnell da das Wetter umschlagen kann. Vorher hatten wir noch Sonne pur und jetzt unglaublich, unglaublich. Also wir fahren jetzt in einer Suppe nach Andermatt und weiter zum Oberalpass. Also manchmal habe ich gedacht, ich sehe nicht mal mehr das Vorderrad. So schlimm war das. Übrigens, das löst natürlich in den Kameras viel besser auf, wie das menschliche Auge wahrnimmt.
von Andermatt bis zum Oberalp-Pass gibt es so gut wie keine Aufnahmen, weil das war wirklich sinnlos, weil wir hatten oft eine Sichtweise von 5 Metern, 10 Metern. Ihr seht auf den Bildern, also das war kein Spaß, wir mussten da wirklich hochkonzentriert fahren und ja, nach dem Oberalp-Pass, ich kann so viel versprechen, es war wie wenn jemand den Nebel wegschiebt. Dann freuen wir uns jetzt, wenn wir runterkommen und auf Sonne pur. Nachdem wir jetzt wirklich sehr froh sind, diese Nebelwand durchfahren zu haben, fahren wir jetzt südlich Richtung Bellinzona auf den 1917 Meter hohen Lukmanierpass. Der verbindet Graubünden und das Tessin. 1877 erbaut und ganzjährig geöffnet. Das heißt auch sehr gut ausgebaut. Die Sonne ist da. Weiter geht unsere Tour abwärts vom Lukmanier, der ja jetzt nicht ganz so spannend zu fahren war, aber bei tollem Wetter mit tollen Aussichten verwöhnte. Wir fahren dann weiter bis Biasca auf der 416 und biegen dann rechts ab Richtung St. Gotthard. So im Nachhinein betrachtet hätte man da vielleicht auf die Autobahn fahren sollen, weil diese permanente Fahrt auf der Landstraße, da gibt es keine Kilometer, da kommst du nur sehr langsam voran, weil sehr viele kleine Ortschaften sind, also normalerweise ab auf die Autobahn, die Pässe fahren und wieder runter. Das wäre vernünftig gewesen, haben wir jetzt nicht gemacht, also fahren wir Landstraße. Jetzt haben wir 14 Uhr und bei bestem Wetter haben wir jetzt Airolo erreicht. Weiter geht's für uns jetzt auf den legendären St. Gotthard Pass. Und zwar fahren wir das Kopfsteinpflaster hoch. Also eine perfekte Strecke, also wirklich ganz toll zu fahren, wenn es trocken ist. Hier links übrigens geht's zur Verladestation für die Bahn. Hier haben wir übrigens die Transitstelle vom St. Gotthard Pass. Also das heißt, ihr seht geradeaus, da haben wir die Autobahn. Wir fahren jetzt aber die Tremola hoch. Das ist der alte St. Gotthard Pass mit dem legendären Kopfsteinpflaster. Da geht es jetzt auch oben an die gleiche Stelle wieder. Also die Autobahn und der Tremola Pass oben kreuzt sich wieder.
So, und jetzt sind wir also oben auf dem 2091 Meter hohen St. Gotthard de Remola. Dieser legendäre Pass war seit dem Mittelalter die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Und 1980 wurde der Autobahntunnel eröffnet und die Tremola-Straße damals, die auch heute noch mit Granitsteinpflaster belegt ist, war damals, also bis zu diesem Zeitpunkt, nicht ganz einfach zu befahren. Bei nassem Wetter sagten die Schweizer immer, sehr mit Vorsicht zu genießen oder am besten ganz meiden. Wenn auch die Streckenführung grandios ist. Genießt einfach die Fahrt. Die A2, dann rechts halten. Von Airolo aus fahren wir jetzt weiter Richtung Ulrichen. Dazwischen ist der 2478 Meter hohe Nufenenpass. Den fahre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Das ist der höchste rein Schweizer Pass. Und traumhafte Aussichten auf der Passee sollen uns erwarten. Also viel Spaß beim Mitfahren. Am laufenden Pass oben. Schaut euch mal das an. Ei, 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 ei.
Mein Gott, war das eine geile Abfahrt jetzt. Und jetzt sind wir in Ulrichen und fahren von Ulrichen die Vorkarlstraße bis nach Gletsch, wo wir dann links zum Grimselpass abbiegen und wieder hochfahren in unser Hotel. Hier links oben übrigens, da sieht man recht gut die Trassenführung des Grimselpasses. In 700 Metern links abbiegen auf die 6. Links abbiegen auf die 6. Es ist ja wirklich unglaublich, wie schnell sich doch hier oben das Wetter ändern kann. Ihr habt ja gesehen, unten Sonne pur und hier oben extrem schlechte Sichtverhältnisse. Und wir fahren jetzt weiter zu unserer Übernachtungsstelle am Berghaus Oberaar und dazu müssen wir diese Grimsler Höhenstraße fahren. Und ihr seht, oben habe ich es eingeblendet, jeweils die Zufahrt zur vollen Stunde und die Rückfahrt zur halben Stunde, habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr auf der Uhr unten rechts mal schaut, seht ihr, müssen wir halt noch ein paar Minuten warten und dann kann es losgehen. Und dann soll uns wieder eine Überraschung erwarten. Während wir hier warten, noch kurz ein paar Angaben zum Grimselpass. Bereits Ende der 20er Jahre entstanden zahlreiche Bauwerke für die Produktion von Elektrizität. Und 1932 wurden die Staumauern am Grimselsee aufgestaut. Es wurde immer wieder gebaut hier oben. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Aufgrund dem Bau der Anlagen zur Energieversorgung geriet der Grimselpass in den 20er und 30er Jahren immer wieder in den Fokus der Militärstrategen. Auf beiden Seiten des Passes schützen daher Infanteriewerke den Pass und die Bauwerke. Während des Krieges wurde immer wieder versucht, das alles zu sprengen, was nicht gelang. Aber es war natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit.
Es ist nicht zu fassen. 2 Kilometer nach der Passhöhe, wieder bestes Wetter. Und jetzt werden wir das einmal in Bilder ein bisschen festhalten und fahren dann weiter bis zum Stausee bzw. zum Hotel. Genießt die irre Aussichten hier oben. Das war sie also, die Schweizer Hammertour. Dieser eine Tag mit zig Pässen, das war doch wirklich ein ganz, ganz toller Tag, wenn es auch ziemlich schlimm mit Nebel angefangen hat. Ich hoffe jetzt, dass das Video für euch ansprechend und informativ gleichermaßen war. Und klar, der Videoschnitt ist natürlich nach meinen Gedanken entstanden und ich habe versucht, es so zusammenzufassen, dass es für jeden was bietet und auch nicht so langweilig wird, wenn man es anschaut. Ich möchte euch noch über ein, zwei Sachen informieren, die vielleicht für euch auch von Interesse sind. Zum einen die Übernachtung im Berghaus Oberaar. Ich hatte ja die Zimmer schon sehr lange im Voraus gebucht, weil es dort einfach recht schwierig ist, Zimmer zu bekommen, und wir wollten einfach mal diese Lage da oben testen. Grundsätzlich ist es natürlich sehr spartanisch ausgestattet, das heißt, es gibt keine Toiletten auf dem Zimmer, das sind immer Etagenklos und so weiter, das muss man mögen. Zum anderen hat man permanent versucht, uns noch mehr Geld abzunehmen. Ich hatte dreimal im Vorfeld angefragt, was denn jetzt die Zimmer kosten für alle, und da hieß es immer, bezahlen geht nur, wenn man vor Ort ist. Und dann waren wir vor Ort und dann habe ich per E-Mail eine Preiserhöhung bekommen. Das heißt, die wollten dann so abrechnen, dass ein Zimmer, wenn da 2 Betten drin sind, auch immer für 2 Personen abgerechnet werden soll. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt dieses Hotel komplett aus meiner Liste gestrichen und werde auch nicht mehr hingehen. Ich habe das im Nachgang reklamiert, die haben mir auch geschrieben und haben mir einen Gutschein geschickt, aber das fand ich alles nicht so korrekt. Zum Zweiten wollte ich nochmal auf das Thema Musik beim Video kommen. Es haben mir beim letzten Mal wieder einige geschrieben, ja, die Musik und so, ja, grundsätzlich, Musik immer eine persönliche Geschmackssache. Und ich habe 2022 ja mal eine Umfrage gemacht, wer denn lieber das Motorgeräusch hören möchte oder lieber die Musik hören möchte. Und über 80% haben wir damals geschrieben, also dann doch lieber mit Musik, das andere wird immer langweilig, wenn man es anschaut, und das finde ich auch, und wegen dem ist es so. Und der Musikgeschmack ist eine reine persönliche Sache, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, also braucht man da nicht schreiben, wenn euch die Musik nicht gefällt, dann schaltet ihr einfach ab, das ist doch am einfachsten. Es gibt ja diesen Ausspruch, liebe Menschen haben halt ihre Lieder, und nach dem handle ich. Und jetzt eine kleine Zusammenfassung der Tour. Ja, die Tour über den Grimselpass, Volkerpass und wie sie alle heißen am heutigen Tag, das war schon eine bleibende Erinnerung auf jeden Fall. Diese Pässe gehören meiner Meinung nach zu den schönsten in Europa. Die französischen Pässe in den Westalpen finde ich zwar noch schöner, aber die Schweiz hat natürlich was ganz Besonderes, weil oft der Belag super ist und auch die Straßenbreite wirklich echt gut ist. Also wenn man hier fährt bei strahlend blauem Himmel, setzt der Körper garantiert Endorphine frei. Man hat atemberaubende Ausblicke und eine faszinierende Geschichte, die man beim Vorbeifahren an den alten Bauernhöfen wirklich entdecken kann. Der Verkehr auf den Pässen ist angenehm überschaubar. Bei Regen muss man sehr vorsichtig sein, das hatten wir ja auch genügend, da die Straßen sehr rutschig werden können. Speziell der St. Gotthard ist dann nicht zu empfehlen. Insgesamt ist die Tour ein unvergessliches Erlebnis, bei gutem Wetter, pure Freunde und ein Erlebnis, das man nicht mehr vergessen wird. Also, ansonsten war es super, dass ihr dabei wart, ansonsten war es super, dass ihr durchgehalten habt. Ganz toll wäre natürlich ein Daumen nach oben oder ein Abonnement des Kanals, und über einen Kommentar freue ich mich natürlich immer sehr, und der wird auch von mir gelesen und auch beantwortet. Also, nochmal danke, dass ihr dabei wart. Bis bald, euer Motorradtourer. Tschüss.